Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen kleinen Überblick über ein digitales Ich habe es bei AliExpress bestellt, den Link dazu lasse ich euch. Ihr könnt es euch ansehen und bei Bedarf über den Link bestellen. Dieses Modell wird mit einem USB-Kabel geliefert. Das heißt, es wird über USB an den Computer angeschlossen. Und über Adapter, die der Verkäufer hier auch beigelegt hat, kann man es per Micro-USB an ein Telefon anschließen oder über einen Type-C-Anschluss. Das ist für neuere Telefone. Das heißt, wenn es externe Kameras unterstützt, kann man es anschließen. Es wird nicht auf allen Telefonen funktionieren. Hier haben wir eine Anleitung auf Englisch. Eine CD mit der Software, das ist für den Computer. Vielleicht gibt es auch eine für das Telefon, aber ich habe die für das Telefon aus dem Internet heruntergeladen. Und den Link dazu lasse ich euch auch in der Beschreibung. Die App heißt Camera-Fi. Im Lieferumfang ist auch ein Kalibrierlineal enthalten. Damit könnt ihr die Größe von Objekten bestimmen. Das heißt, hier gibt es ein feines Gitter mit Maßen. Man kann also alles ansehen, es zum Beispiel an ein Objekt halten und sehen, welche Größe es hat. Und mit diesem Lineal könnt ihr auch die Vergrößerung einstellen, um zu sehen, wie stark ein Objekt vergrößert ist. Der Ständer ist glänzend, aber es ist Plastik, das heißt, er ist wie Metall gemacht, aber tatsächlich ist der Ständer aus Plastik. Und hier haben wir eine Klemme für das Mikroskop selbst. So wird es eingesetzt. Man kann es in einem Winkel betrachten, einstellen, fixieren, und zwar mit Hilfe dieser Rändelschraube kann man es festziehen und in der gewünschten Position fixieren. Das Kabel ist hier 1,5 Meter lang. Und wir werden es mit einem Adapter an das Telefon anschließen. So stecken wir es ein. Wir nehmen das Telefon, stecken es in den Anschluss. Wenn die App installiert ist, sollte sie sofort automatisch starten, wenn sie das angeschlossene Mikroskop erkennt. So, jetzt startet die App und das Bild wird sofort angezeigt. Hier wird es auf die Kamera übertragen. Wir werden eine Aufnahme machen und ich werde euch die Aufnahmen zeigen. Hier am Mikroskop haben wir eine Kappe, so eine kleine Abdeckung schützt die Kamera, damit kein Staub eindringt. Wir nehmen sie vor Gebrauch ab. Dann sollte die Beleuchtung regulierbar sein. Hier ist der Knopf. Durch Drücken reduzieren wir die Helligkeit. Dieser Knopf reagiert in meiner App überhaupt nicht, das heißt, vielleicht wird in einer anderen App ein Foto gemacht. Nun, wir werden sehen. Und drehbaren Teil wird das Bild auf das Objekt fokussiert, das heißt, der Fokus wird eingestellt. Zum Beispiel werde ich das Bild auf Buchstaben richten. Hier sind kleine Buchstaben, die werden wir vergrößern. Dieses Mikroskop hat eine 500-fache Vergrößerung. Das ist also das kleinste, das günstige Endoskop. Beim Verkäufer kann man 3 Arten wählen, 500, 1000 und 1600. Bei der Bestellung können Sie wählen, dort kosten sie etwas mehr, aber bereits mit einer stärkeren Vergrößerung. Nun, zum Beispiel für die Überprüfung von Platinen ist eine sehr starke Vergrößerung nicht wirklich nötig, und so wird im Prinzip alles sichtbar sein. So vergrößert es Buchstaben. Und als Beispiel habe ich noch irgendwo eine kleine Platine genommen, die kann man sich auch ansehen. Das heißt, für die Reparatur von Geräten, um dort Werte zu überprüfen, Leiterbahnen, Widerstände zu kontrollieren, kann man alles sehen, da wird dieses Mikroskop im Prinzip ausreichen. Wenn Sie eine stärkere Vergrößerung wünschen, können Sie beim Verkäufer eine mit stärkerer Vergrößerung wählen. Nun, ich brauche so etwas nicht. Im Prinzip ist hier auf der Platine alles sichtbar, und eine stärkere Vergrößerung ist, denke ich, auch nicht nötig. Hier kann man sich den E555 Timer Chip ansehen. Das war im Prinzip die ganze Übersicht. Die Software für dieses Mikroskop werde ich Ihnen in der Beschreibung hinterlassen. Das heißt, Sie können sie über den Link für den Computer oder für das Telefon herunterladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.